Hallo Freunde, Keanu Reeves ist vielleicht der bescheidenste und verborgenste Schauspieler Hollywoods. Er ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein unglaublich sensibler, verletzlicher und fürsorglicher Mensch. Er ist das Idol von Millionen, doch Keanus Name erscheint selten in der Presse. Und um herauszufinden, was in seinem Leben vor sich geht, muss man sich manchmal anstrengen. Wie lebt Keanu Reeves und wofür gibt er Geld aus? Keanu Charles Reeves wurde am 2.9.1919 in der libanesischen Hauptstadt Beirut als Sohn eines Kostümbildners und eines Geologen geboren. Seine Mutter ist Engländerin, sein Vater Amerikaner. Er wurde in Hawaii geboren und hat englisch-irische, portugiesische, hawaiianische und chinesische Wurzeln. Während seiner Inhaftierung auf Hawaii war er Hilfsarbeiter und erhielt 2 Jahre nach der Geburt sein Erwachsenenzeugnis. Team 0 hatte eine kleine Kim in der Familie und kurz darauf, als die Jungen 3 Jahre alt waren, verließ sein Vater die Familie. Der Schauspieler kommunizierte nicht mehr mit ihm. Moma Künula heiratete den Regisseur Paul Aaron, doch bereits 71 ließ sich das Paar scheiden. Nach diesem Ereignis zogen Mutter und Kinder nach Toronto. Es gab 1 ernsthafte Jahre im Leben des Schauspielers. Das Rennhaus befand sich gegenüber dem Musikstudio, in dem der berühmte kanadische Musiker Alice Cooper damals Aufnahmen machte. Der Rockstar freundete sich mit dem Jungen an und der Junge ging oft hin, um seine Musik zu hören. Reeves lernte nicht gerne ungern, erinnert er sich an seine Schulzeit. Im Kindesalter wurde festgestellt, dass die Kleinen an Legasthenie leiden, einer Lese- und Hörstörung im Verlauf der Erkrankung. Der zukünftige Schauspieler zog sich zurück, hinterließ aber irreversible Folgen. Eine gewisse Steifheit und Verschlossenheit der Augen überwindet diese Komplexe auch heute noch. Er lernte bald Schach spielen und wurde sehr gut darin. Not gewinnt mühelos Spiele gegen Erwachsene, für die sie ihm einen $1 geben mussten. Schon in seiner Jugend strebte er danach, Eishockeyspieler zu werden. Als Reeves in der Schule Eishockey spielte, erhielt er den Spitznamen Ball, weil er ein hervorragender Torwart wurde. Der Junge galt in diesen Jahren als bester Spieler der Schule. Parallel zu seinem Studium begann Reeves in einem Geschäft als Souvenirverkäufer zu arbeiten. Im Laufe von 5 Jahren wechselte der junge Mann 4 weiterführende Schulen, darunter auch die Schauspielschule. Keanu wurde sogar von dort verwiesen, dann besuchte er eine katholische Schule für Jungen, beendete aber auch dort seine Ausbildung, um mit dem professionellen Eishockey zu beginnen. Zur gleichen Zeit schrieb er sich an einer kostenlosen öffentlichen Schule ein, verletzte sich jedoch beim Hockeyspielen und konnte nicht mehr spielen. Reeves schloss diese Bildungseinrichtung nicht einmal ab und erhielt daher keinen Highschool-Abschluss. Im Jahr 1983 trat Keanu Reeves zum ersten Mal im Fernsehen auf und spielte in einem Werbespot für Coca-Cola 1 mit. Die Rolle von Reeves wurde 1986 gespielt. Der Schauspieler spielte einen Hockeytorwart in dem Film Young Blood, nach dessen Veröffentlichung er eine Green Card erhielt und ging nach Los Angeles. Sein früherer Stiefvater Paul Aaron überzeugte den Filmproduzenten Erwin Stoff, der neue Manager und Agent Strophieri in The OWL zu werden. Der Manager Keanu Reeves wurde zu Beginn seiner Karriere als Norman Reedus oder Schupe 1 vorgestellt. Sein Manager hielt den richtigen Namen des Schauspielers für äußerst wertvoll exotisch. Im Jahr 1919 spielte der Schauspieler in dem Actionfilm Auf dem Kamm einer Welle mit. Und dann spielte er 2004 seine erste Hauptrolle im Film Speed. Keanu erhielt für seine Arbeit ein Honorar von $1,2 Millionen. Es war eine Bombe. Sie brachte Reeves auf die Liste der Stars der Größe 1 für die Dreharbeiten zur Fortsetzung des Films Speed. Ihm wurde eine Belohnung von $12 Millionen angeboten, die er jedoch ablehnte. Stattdessen beschloss die Serie, in einer bescheidenen Shakespeare-Inszenierung mitzuspielen. Später im Jahr 1919 bot er $2 Millionen seines Honorars an, um Al Pacinos Devils Advocate zu erwerben. Im selben Jahr filmten Paparazzi Keanu Reeves in West Hollywood beim Frühstück mit einem Obdachlosen. Der Schauspieler ging spazieren, sah einen Landstreicher und beschloss, sich zu ihm zu setzen. Gleichzeitig spendierte er ihm ein Sandwich und ein Bier. Den Fotografen zufolge verbrachte er etwa 2 Stunden im Kino und unterhielt sich mit dem Bettler, der lässig neben seiner Partnerin auf dem nackten Boden saß. Diese Tat des Schauspielers wurde von seinen Kollegen und Fans lebhaft diskutiert, manche bewunderten, manche verächtlich verurteilten.
Eine Welle der Popularität erreichte 1919 die Kinos mit der Veröffentlichung des Kultfilms Matrix. Zuerst wollten sie Johnny Depp oder Brad Pitt die Hauptrolle geben, aber weder einer noch zwei mochten das Matrix-Skript und spielten lieber in anderen Projekten mit. Im letzten Jahrhundert wurde Neo zur berühmtesten Figur, viele Stunts auf Motorrädern wurden vom Schauspieler selbst ausgeführt. Keanu Reeves erhielt für seine Teilnahme an der Matrix-Trilogie das höchste Honorar in der Geschichte des Kinos, 250 Millionen $. Der Großteil dieses Betrags stammte aus Einnahmen an den Kinokassen, die Trilogie brachte an den Kinokassen über 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Keanu Reeves kaufte dann Mittagessen für alle Crewmitglieder am Set und schüttelte jeden Morgen jedem Teilnehmer der Dreharbeiten die Hand. Der Schauspieler verzichtete außerdem auf 80 Millionen US-Dollar zugunsten von Visagisten und Spezialeffekts-Spezialisten, weil er der Meinung war, dass ihre Arbeit unterschätzt und dem Kino zugute kam. Er spendete nicht nur einen beeindruckenden Teil des Honorars, sondern vergaß auch die Stuntmänner nicht. Jeder der für ihn gefährlichen Stunts bekam ein neues Harley-Davidson-Motorrad, als das Kino erfuhr, dass einer der Dekorationsarbeiter in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten steckte und ihm zu Weihnachten $20,000 schenkte. 2010, an seinem 46. Geburtstag, kaufte er Keanu Reeves in einem kleinen Straßencafé. Bei einem Cupcake mit Kerze und Kaffee feierte man den Feiertag auf einer Parkbank und nahm gleichzeitig freudig die Glückwünsche der Passanten entgegen. Der Schauspieler wird oft gesehen, wie er allein auf einer Bank sitzt. Fotos eines traurigen Keanu, der allein auf der Straße sitzt, sind zu einer der beliebtesten Internet-Memes-Fanseiten von Anna Keanu Reeves auf Facebook geworden, die von Bewunderern des Schauspielers erstellt wurden. Ein neuer Feiertag, der inoffizielle Tag der Cinema Reeves, wird am 15.06. gefeiert. Im Jahr 2014 spielte er die Hauptrolle im Actionfilm John Wick. Auf einen riesigen Erfolg folgte ein ohrenbetäubender Misserfolg. Der Film, der unter dem Namen Ghost Dogcutter in die Kinos kam, brachte auf der Release-Party für diesen Film im New Yorker Club in Leonora, dem Schauspieler in der Hauptrolle Keanu Reeves, nicht einmal $50,000 ein, kam trotz seiner entscheidenden Pünktlichkeit um 20 Minuten zu spät. Die ganze Zeit ein Schauspieler. Unter dem eiskalten Schneeregen stand er Schlange für Schläger. Der 50-jährige Keanu trug einen schlichten schwarzen Mantel, braune Schuhe und sah aus wie ein gewöhnlicher Besucher. Weder der Sicherheitsdienst des Clubs noch die Leute in der Warteschlange erkannten den berühmten Schauspieler darin. Reeves wartete geduldig mit einem Monokel, obwohl er nur einen Anruf brauchte, um zur Party zu kommen. Nicht weniger aufschlussreich ist die Geschichte des Fluges von San Francisco nach Los Angeles. Das Flugzeug verfehlte sein Ziel, nachdem es in Bakersfield notgelandet war. Es geschah im März 2019. Die Passagiere hatten die Wahl, am Notlandeplatz auf ihr Gepäck zu warten oder nach Los Angeles zu reisen und dort auf ihr Gepäck zu warten. Reeves mietete auf eigene Kosten einen Bus und organisierte den Transfer der Passagiere in die Stadt. Reeves ist ein Anhänger des Buddhismus und ein prinzipieller Befürworter des Friedens. Trotz seiner Rolle als Actionstar lehnte er Rollen in Filmen mit zu viel Gewalt immer wieder ab. Keanu Reeves musste sich vielen Herausforderungen stellen. Bester Freund, Kinoschauspieler, River Phoenix, stirbt im Alter von 23 Jahren. Reeves Freundin, Jennifer Süme, stirbt bei einem Autounfall, kurz nachdem sie ein Kind im Kino verloren haben. Er lernte sie durch seine Schwester in 19188 jungen Menschen kennen. Mit 1 verliebten sie sich. Der Look blieb nach den Erschütterungen des Kinos allein. Es hieß, der Mann habe seine Sorgen im Alkohol ertränkt, sich aber rechtzeitig erholt. Im Jahr 2019 berichteten die Medien über die neue Romanze des Schauspielers. Die Auserwählte des beneidenswerten Junggesellen war die Künstlerin Alexandra Grant. Reeves und Alexandra kennen sich seit 2009. Damals half ihm diese Frau bei der Arbeit an Büchern. Die ganze Zeit über war das Verhältnis nur freundschaftlich. Es hat erst kürzlich ein neues Niveau erreicht. Es ist bekannt, dass sich die Liebenden verlobt haben und sich nun auf die Hochzeit vorbereiten. Reeves kann man kaum vorwerfen, dass er soziale Kontakte meidet bzw. Er wehrte sich bis zum Äußersten gegen Snobismus, er kommt ohne Sicherheit aus, er fährt mit der gewöhnlichen U-Bahn und kann es sich dennoch leisten, sich auf die bequemste Art und Weise fortzubewegen. Derzeit wird sein Vermögen auf $500 Millionen geschätzt.
Unabhängig davon führt der Schauspieler ein normales Leben und spendet jedes Jahr Millionen von Dollar für wohltätige Zwecke. Bis 2008 lebte der Schauspieler in Hotels von his Friends. Seine Sachen passen in einen Koffer. So ging es weiter, bis Reeves im Alter von 40 Jahren für 4,5 Millionen ein Haus in Los Angeles kaufte. Dollar, was für Hollywood-Verhältnisse eine relativ bescheidene Investition ist. Die Villa liegt in den Hollywood Hills neben den Wohnungen von Leonardo DiCaprio und Jennifer Aniston. Da das Kino nun ein eigenes Zuhause hat, kennen viele Fans die Adresse seines Hauses. Reeves ist für seine loyale und wohlwollende Haltung bekannt. Für die Fans gibt es viele Fotos, auf denen er mit Fans festgehalten wird. Das Haus selbst verfügt über 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und einen Swimmingpool mit spektakulärer Aussicht. Laut Keane hat er das Haus wahrscheinlich selbst dekoriert. Und er selbst wählte Kunstwerke für ihn aus, er griff nur gelegentlich auf Hilfe zurück und organisiert auf Anraten von Freunden oft Musikabende im Haus. Keanu hat aber auch eine Wohnung in Manhattan mit Blick auf den Central Park. Obwohl Keanu mit Bus und U-Bahn durch die Stadt fährt, hat er eine kleine Sammlung von Autos. Ein von 1 Schauspielerautos ist eine echte Rarität für unsere Zeit. Volvo 122 von 19169. Das Auto steht immer noch als Ausstellungsstück in KYJs Garage. Ein weiterer interessanter Gegenstand in der Garage des Schauspielers ist ein Porsche 911, und ein ebenso interessantes Exemplar ist der Ford Shelby Mustang der 2. Generation. Dieses Modell wurde in dieser Version von 1974 bis 1978 produziert. In einem ähnlichen Auto sind Kinos im Film John Wick zu sehen. Aber Keanu ist auch ein Ferrari-Fan. Diese Autos sehen großartig aus, bieten eine hervorragende Leistung auf der Straße und verkörpern Geschwindigkeit und Kraft. Reisers Herz gehört jedoch den Motorrädern, er beschränkte seine Leidenschaft für schnelle Motorräder nicht auf das Kino, indem er eine große Anzahl teurer Motorräder kaufte, sondern gründete mit Hilfe des berühmten Mechanikers Gerd seine eigene Firma für maßgeschneiderte Motorräder Hollinger. Sie nannten das Unternehmen Arch Motorcycle Company. Und im Jahr 2014 wurde ein spirituelles Kind, Model Arch Car, geboren. Target 1 wurde auf der Grundlage der Harley-Davidson Show gebaut, die ab 19.184 stattfinden wird. Wie Sie sehen können, leidet das Kino nicht unter Sternenfieber, gutes Benehmen und großzügige Seele zeigten mehr als einen mutigen Helden in Filmen und einen echten intellektuellen Leben. Reeves selbst sagt, dass Geld nicht die Hauptsache ist und dass er die nächsten paar verdient hat. Jahrhundert. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Gelassenheit ein Lebensstil geführt werden kann. Obwohl sie weithin bekannt sind, ist es für 2021 geplant. Veröffentlichung von Matrix Teil 4 und John Wick 4, wer weiß. Vielleicht kommen die erhaltenen Honorare einem guten Zweck zugute, denn wir sehen, dass Keanu Reeves einer dieser seltenen Menschen ist, die nicht durch Ruhm oder Geld verwöhnt wurden. Welche von ihnen hast du schon kennengelernt? Prominente, denen das Wohlergehen zweier Menschen wichtiger ist als das Wohlergehen ihrer eigenen Person. Und das sind alles Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie bitte den Kanal, bis bald.